Zahlen Sie offene oder versteckte Kontoführungsgebühren? Ich kann, so wie Sie sehen, hier sehr entspannt sein, denn bei meinen Konten zahle ich keine solche Gebühren. In den letzten Tagen hatte ich überraschenderweise Gelegenheit gehabt, mehrmals mit Leuten zu sprechen, die noch welche zahlen. Und als wir deren Konditionsmodelle uns gemeinsam angeschaut haben, waren sie noch mehr überrascht, denn sie zahlen sogar neuerdings noch Gebühren für die Girocard, das was viele Leute noch als EC-Karte kennen, von der Kreditkarte ganz zu schweigen, und Bargeld abheben am Fremdautomaten, das haben wir uns lieber gar nicht mehr angeschaut. Was wäre aber, wenn es ein Girokonto geben würde, bei dem Sie absolut keine Kontoführungsgebühren zahlen, wo Sie eine Girokarte kostenfrei hinzubekommen, wo Sie eine Kreditkarte, eine Visa-Card kostenfrei hinzubekommen und auch noch an Fremdautomaten gebührenfrei Bargeld abheben können? Da sagen vielleicht einige, das muss doch irgendwo einen Haken haben, und jetzt setze ich noch eins drauf. Es ist kein Gehaltseingang notwendig und noch nicht mal ein Geldeingang. Also es gibt so ein Konto, und dieses Konto schauen wir uns in diesem Clip genauer an. Wie vielleicht schon für Sie gewohnt, wie immer ein Begleitartikel zum Nachlesen. Alles das, was wir hier im Video besprechen, und noch tiefer. Also, wie würde das aussehen, falls Sie dieses tolle kostenlose Girokonto nicht haben? Ein kostenloses Girokonto, ohne Kontoführungsgebühren, kostenlose Girocard, kostenlose Visa-Card, und Sie brauchen sich auch keine Gedanken mehr machen, an welchem Automaten Sie gebührenfrei abheben, denn in Deutschland sind es mehr als 35.000, an denen Sie abheben können. Das ist jeder Bankautomat, der Ihnen Geld rausgibt, und Sie können in gar keine Gebührenfalle reintapsen. Das ist natürlich eine super Sicherheit. Wie dieses Konto heißt, das sehen Sie hier in unserem Begleitartikel. Viele auf unserem Spezialportal werden es kennen. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich darüber rede. Das Konto, wo ich am meisten darüber rede, ist das DKB Girokonto. Und da habe ich Ihnen gleich hier noch ein Bild von der Visa-Card, die mir persönlich sehr gut gefällt. Eigentlich wollte ich die noch zum Hochklippen hier haben, aber Sie können sich die ja, gehen Sie einfach in den Artikel rein, dann sehen Sie dieses Bild. Zu dem Video vielleicht noch für die dieses Konto noch nicht kennen, ein paar Details. Was ich besonders schätze, ist, fangen wir mal andersrum an. Für diejenigen, die halt noch ein lokales Konto haben bei einer lokalen Bank und immer zum Kontoauszugsdrucker gehen, um sich ihre Kontoauszüge zu holen, das ist so ein bisschen der Wermutstropfen, den man verschmerzen muss. Die Zeit ist vorbei. Also wenn man nicht bereit ist, sozusagen monatlich Kontoführungsgebühren zu zahlen, hat man auch ein paar, sagen wir mal, Sparmaßnahmen zu ertragen. Aber Sie werden im Verlauf des Videos sehen, dass das, was Sie jetzt beim Kontoauszugsdrucker einsparen, sich nach hinten raus so viel rechnet. Also was haben Sie? Sie haben natürlich Online-Kontoauszüge, Sie können sie sich aber auch als PDF speichern oder von mir aus auch ausdrucken. Ja? Ich mache das gar nicht. Wenn ich was brauche, schaue ich entweder via Online-Banking rein auf mein Bankkonto, oder ich nehme einfach mein Smartphone und schaue mir dort über die Banking-App die letzten Umsätze ein. Dann weiß ich auch, ist Geld eingegangen, sind die Abbuchungen schon draußen. Was ich super interessant finde, ist natürlich das Bargeld abheben. Bargeld abheben nutze ich persönlich relativ, also nicht häufig, aber dafür große Summen, vielleicht so 2-3 Mal im Monat, und ich gehe zu den Automaten, der bei mir um die Ecke ist. Das ist auch das Schöne für Sie, wenn Sie jetzt noch ein lokales Konto haben und zu einer Direktbank wechseln. Sie können weiterhin zu dem Geldautomaten hingehen, den Sie bisher schon genutzt haben, und möglicherweise wird Ihre Bank auf den zweiten Blick Ihnen sogar dankbar sein, denn diese Gebühren, die Sie nicht zahlen, zahlt ja die neue Bank, in dem Fall die DKB, für Sie, und das sind in Deutschland so ungefähr 1,75 €, den Ihre alte Bank an Ihnen verdient jedes Mal, wenn Sie dort Geld abheben. Girocard und Visa-Card. Detailinformationen lesen Sie einfach bitte in den Begleitartikel durch. Wenn Sie jetzt noch keine, also beide sind für Sie natürlich kostenfrei, das habe ich eingangs erwähnt. Die Girocard benutze ich selber relativ wenig. Wenn Sie bisher viel die EC-Karte genommen haben, nehmen Sie die auch. Nehmen Sie die aber bitte nicht zum Bargeld abheben. Zum Bargeld abheben, das ist mit der Visa-Card, mit der Kreditkarte. Nur dann ist es wirklich kostenfrei, aber dafür nicht nur auf Deutschland begrenzt, sondern auch im europäischen Ausland, überall da, wo die Währung Euro ist, zahlen Sie absolut keinen Cent, egal an welchem Automaten Sie Bargeld abheben. Für diejenigen, die das Konto noch nicht haben, habe ich nicht zu übersehen hier einen riesen Button hingemacht. Hier kommen Sie zur Bank. So, das könnte es an der Stelle schon gewesen sein. Es handelt sich um ein Girokonto, was absolut kostenlos ist, wo Sie noch 2 Bankkarten dazu bekommen. Das eine ist ja die Kreditkarte, kostenfrei Bargeld abheben können, und Sie brauchen auch keine Voraussetzungen dazu. Außer Sie dürfen natürlich in der Schufa jetzt
keine roten Einträge haben, keine negativen meine ich damit. Eine gewisse Bonität, das ist bei Direktbanken üblich so, muss einfach gegeben sein. Und dann bekommen Sie das Konto. Das heißt, wo wir nicht gesprochen haben, ist Mindestgeldeingang, Gehaltseingang. Sowas gibt es alles bei der Bank nicht. Sie kriegen das trotzdem alles umsonst. Das ist natürlich super großartig, aber ich möchte noch eins draufsetzen, weil ich habe Ihnen die Dinge erzählt, die für viele Leute selbstverständlich sind. Vielleicht nicht selbstverständlich, dass sie kostenfrei sind, aber sind so die Sachen, die man häufig einfach bei einem Bankkonto haben möchte, bei einem Girokonto. Es gibt aber noch weitere, es gibt Premium-Konditionen und wenn Sie dieses Konto neu eröffnen, bekommen Sie die obendrauf 12 Monate lang. Das ist übrigens strategisch sehr schlau von der Bank, wie sie das macht. Ich habe Ihnen diese auch hier in den Begleitartikel reingeschrieben. Und zwar, warum macht das die Bank? Die Bank hat Sie als neuen Kunden gewonnen oder Sie sind halt neuer Kunde bei der Bank geworden und die Bank möchte natürlich, oder ja doch, sie möchte das schon, dass Ihr Konto mehr genutzt wird als quasi nur so als kostenloses Zweitkonto. Es ist ein kostenloses Zweitkonto, Sie können es kostenlos nutzen, auch wenn Sie so gut wie gar nichts auf dem Konto machen. Es werden niemals Gebühren dafür anfallen. Aber die Bank weiß natürlich, dass Sie ein richtig, richtig gutes Konto produziert hat. Das gibt es ja schon, also ich bin seit 2004 selber, habe ich das Konto, es gibt es aber schon wesentlich länger. Ich kann aber erst von eigenen Erfahrungen seit 2004 halt berichten und das sind recht interessante Konditionen. Ich möchte auf ein hier kurz eingehen. Es gibt zum Beispiel kein Auslandseinsatzentgelt, das ist natürlich super stark verbreitet bei deutschen Banken, aber auch natürlich bei ausländischen Banken, denn wenn man in einem anderen Währungsraum ist und dort die Karte einsetzt, fallen 1 bis 3% gerne an, ne, für jeden Umsatz, den Sie tätigen. Und das gibt es faktisch bei dieser Bank nicht. Es gibt, also die Details sehen Sie natürlich alle hier, können Sie nachlesen in unserem Begleitartikel. Sie haben Zinsen, wenn Sie das auf die Visa-Card drauf tun, die funktioniert gleichzeitig auch als Sparkonto, kriegen Sie noch 0,2%. Das ist natürlich jetzt nicht umwerfend, aber es ist immerhin mehr als 0%, ja, mehr als was es auf den meisten gibt. Der Dispo-Zinssatz ist mit 6,9% im guten, mittleren, unteren Bereich und ich scrolle mal etwas tiefer, weil da gehe ich mich einige Dinge genau noch tiefer an. Was ich sehr spannend finde, ist der Notfallservice bei der DKB. Sie sehen auch ein Bild von mir. Wenn Sie jetzt auch in den Begleitartikel reingehen und dann hier auf diesen Link klicken, kommen Sie in den ganzen Artikel, wo ich beschrieben habe, ich habe mal diese Karte auf einer meiner letzten Reisen in die USA verloren und ich habe Ihnen beschrieben, was passiert. Ja, und ich habe Ihnen auch noch ein Video dazu produziert. Das sehen Sie hier, wenn Sie das starten. Wenn Sie die Karte... Ups, da geht schon los, machen wir wieder zurück in unseren Artikel hier rein. Wenn Sie woanders hinreisen und Sie kommen da an und auf einmal ist Ihre Bankkarte weg, ist natürlich äußerst schlecht. Die meisten Banken, ich habe ja eine Weile geforscht, um echt was für unsere Leser, was Tolles rauszufinden, lassen Sie im Regen stehen, ist einfach so. Das ist hier nicht so der Fall. Sie kriegen innerhalb von wenigen Stunden Bargeld, Sie können sich Bargeld, ich konnte es im Supermarkt abholen, Notfallbargeld, und am nächsten Morgen kam die Notfall-Visa-Karte an. Ist für Leute, die mal reisen, nicht zu unterschätzen, auch wenn sie vielleicht bisher in ihrem Leben noch nie etwas verloren haben. Dann habe ich das mit dem Auslandseinsatzgeld hier nochmal dargestellt. Ich habe mich vor dem Video gesagt, faktisch gibt es keins. Ich weiß nicht, vielleicht hat das die Bank gemacht, damit sie es mehr wertschätzen. Es wird zuerst sehen, es ist auf der Kreditkartenabrechnung, diese 1,75%. Und am Ende des Monats, immer dann, wenn die Kreditkarte automatisch abgerechnet wird, kriegen Sie das Ganze erstattet und Sie sehen dann quasi, welchen Vorteil Sie auch dadurch haben. Was ich persönlich nicht so viel nutze, obwohl als ich den Artikel für Sie vorbereitet habe, wieder festgestellt habe, warum eigentlich nicht, ist das Cashback. Cashback gibt es bei der Bank zweimal. Einmal City Cashback, das ist das, wo Sie denn die Visa-Karte nehmen können, um Vorteile entweder im Restaurant oder woanders, ich habe gesehen, eine Mietwagenfirma ist dabei, erhalten können, wenn Sie dort halt mit der Karte bezahlen. Teilweise auch, wenn Sie die nur vorzeigen, obwohl die Bank es wieder mögen würde, wenn Sie mit der Karte tatsächlich bezahlen. Sie wissen es wahrscheinlich, mit Karteneinsatz, da verdienen die Banken halt auch ihr Geld. Ne? Von daher
es ist gar nicht so verkehrt, ein kostenloses Girokonto anzubieten und eine Kreditkarte beizufügen. Es gibt ja das Online-Cashback, es funktioniert relativ einfach, wenn man es erstmal raus hat, den Dreh. Man loggt sich ins Online-Banking ein, geht dann, sucht sich den Online-Shop aus, es sind da große und kleine dabei, und geht dann direkt vom Online-Banking in den Shop. Und hier habe ich dies rausgesucht, dass 14%, das ist natürlich, wenn Sie 14% irgendwo weniger zahlen, bei 100 Euro dann zahlen Sie nur noch 86 Euro, 14 Euro bleiben Ihnen, beziehungsweise kriegen Sie denn erstattet auf Girokonto. So funktioniert das System. Schauen Sie sich das gerne mal an. Hier auch wieder ein Link zum also zu einem weiteren Artikel, der das Ganze mit einer Videoanleitung natürlich wieder für Sie, der hilft einfach einzufinden, damit Sie das nutzen können und noch mehr Vorteile genießen. Hier habe ich Ihnen eine kleine Zusammenfassung auch noch reingetan, wie natürlich ein Button zum Antrag, falls Sie das Konto noch nicht haben. Hier kommt jetzt ein Video rein, was gerade für Sie aufgenommen wird. Hier unten haben Sie die Möglichkeit, mit Sternen zu bewerten. Ich freue mich natürlich dann immer, wenn es 5 Sterne zu vergeben gibt. Und hier unten ist ein Kommentarfeld. Da sind Sie eingeladen, Fragen zu stellen zur Kontoeröffnung oder auch zur Kontonutzung. Mein Team und ich helfen gerne weiteren Menschen, dieses Konto zu beantragen und in die Nutzung reinzukommen, weil es verbessert bei vielen Leuten einfach das finanzielle Leben, weil das ist auch recht einfach. Jedes Geld, was Sie an Gebühren an der Bank zahlen, steht Ihnen nicht mehr zur Verfügung, kriegen Sie auch nicht wieder. Und hier zahlen Sie nichts, die Bank verdient damit quasi mit ihrer Kontonutzung, wenn Sie die Karten halt kräftig einsetzen. Und Sie haben die Möglichkeit, dieses Konto als Nebenkonto vollkommen kostenfrei zu nutzen, egal wie Sie es nutzen. Auch wenn Sie es ein Jahr lang gar nicht nutzen, steht Ihnen trotzdem kostenfrei mit beiden Karten zur Verfügung, inklusive dem Geldabheben. Ich weiß, einige Leute tun das, wenn sie auf Reisen gehen, dass sie dann quasi die Visa-Karte nehmen, weil sie da auch im Ausland halt Vorteile dadurch haben. Das sieht auch die Bank, das weiß auch die Bank. Die Bank ist natürlich bestrebt, dass der Kunde das Konto mehr nutzt. Von daher hat sie diesen Unterschied eingeführt zwischen einem Aktivkunden und einem Nicht-Aktivkunden. Für den Nicht-Aktivkunden, das habe ich gesagt, ist die kleine Version, erstmal alle Basisleistungen kostenlos. Ja? Und für den, der das Konto mehr nutzt, Sie brauchen dafür nicht viel zu tun, außer 700 Euro eingehen zu lassen. Brauchen Sie sich nicht jetzt entscheiden. Sie haben 12 Monate Zeit, das Konto zu testen, und dann behalten Sie entweder alles kostenlos, was Sie haben, oder wenn Sie halt diesen Geldeingang von 700 Euro im Monat haben, bekommen Sie das mit dem Notfallservice hinzu, bekommen Sie einen besseren Dispo-Zinssatz, bekommen Sie einen Guthabenzinssatz, bekommen Sie einen Online-Tresor, das heißt, Sie können auf dem Bankserver wichtige Daten hochladen. Ich persönlich nutze den da, meinen Reisepass und meine Reisekrankenversicherung hochzuladen. Das heißt, wenn ich im Ausland bin und mir was quasi passiert, entweder die Unterlagen sind verloren gegangen, kann ich die vom Bankserver wieder runterladen. Bankserver, Sie wissen das vielleicht, sind einer der sichersten Server, die wir überhaupt auf der Welt haben. Von daher macht es echt Sinn, Sachen im Online-Tresor zu verwalten. Und Sie haben noch eine ganze Reihe an weiteren Features. Wenn Sie einfach 2 Videos im Kanal zurückgehen, da sehen Sie unser Webinar auch zu dem Thema. Und was ich Ihnen vielleicht als letztes in diesem Video noch zeige, ist es ist jetzt hier nicht drauf, wenn Sie hier oben sind, auf unserem Webportal, sehen Sie hier im Video, gibt es eine Suchfunktion. Wir haben mittlerweile so viele gute Inhalte, es sind eine 4-stellige Zahl an Artikeln, nicht nur zu dieser Bank, auch zu anderen sehr guten Internetbanken. Nutzen Sie die Suchfunktion, geben Sie Ihre Frage an, schauen Sie, was für Inhalte schon da sind, und möglicherweise haben Sie super fix Ihre Antwort. Wenn nicht, immer den nächstpassenden Artikel nehmen, runterscrollen, es gibt das Kommentarfeld, es ist eine engagierte, smarte Bankkundengruppe. Wir sind ja das Spezialportal für smarte Bankkunden da, die sich untereinander auch mit Erfahrungen und Tipps helfen. An der Stelle vielen Dank, dass Sie erstmal an die Gruppe, die das macht, und wenn Sie dazugehören, vielen Dank an Sie, und wenn Sie einfach dazukommen möchten und lernen wollen, smarter Bankkunde zu sein, in diese Ideen mit reinzugehen und einfach wesentlich besser mit Bankkonten und mit Karten durchs Leben zu reisen, dann herzlich willkommen, und Sie dürfen sich freuen auf den nächsten Sonntag. Wenn Sie den YouTube-Kanal abonniert haben, werden Sie im besten Fall automatisch benachrichtigt, wenn ein neues Video hochgeladen ist. Das liegt so ein bisschen an Ihren Privatsphäre-Einstellungen. Wenn Sie auf unser Spezialportal wechseln und in den Sonntagsartikel gehen, wir es nicht gleich finden, einfach Suchfunktion Sonntags mehr raussuchen, kriegen Sie jeden Sonntag eine E-Mail mit neuen inspirierenden Inhalten, und
Wir verraten auch den einen oder anderen Trick, den es so offiziell bei einer Bank nicht gibt und den Sie übrigens auch am Kundenservice nicht erfragen können. Und lassen Sie mir quasi diesen kleinen, sehr freundschaftlich gemeinten Seitenhieb am Ende dieses Videos noch als Tipp. Manchmal haben wir einfach Tipps veröffentlicht, die funktionieren. Da können Sie aber nicht bei der Bank anrufen und nachfragen. Das wird Ihnen die Bank halt nicht sagen. So glauben Sie mir insofern, wenn Sie 13 Jahre hier mit Banken zu tun haben, Sie testen, Sie kriegen manchmal Dinge raus, die Ihnen ein Kundenservice nicht verraten wird. Und dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie können entweder sagen, alles klar, das haben wir hier. Einige Sachen sind im internen Bereich, dann melden Sie sich bitte an über die Sonntagsmail, weil wir die so nicht veröffentlichen können und wollen. Dann nutzen Sie die einfach, nutzen halt die Vorteile davon. Oder Sie rufen einfach an, lassen sich bestätigen bei der Bank, dass es nicht funktioniert und sagen, es hat nicht geklappt. Beide Möglichkeiten haben Sie. Die Smart Bankkunden, gerade die im internen Bereich auch aktiv sind, wissen, es gibt einiges mehr, als es offiziell in so Preisverzeichnissen gibt. Und wenn wir so smart sind, das zu nutzen, dann ist es super. An dieser Stelle auch noch, falls Sie Leute kennen, die sich über Kontoführungsgebühren gelegentlich aufregen, empfehlen Sie einfach unseren Kanal. Empfehlen Sie vielleicht sogar diese Girokonto, am besten Fall natürlich auf diesen Artikel, weil der ist nicht durch Zufall entstanden. Es ist alles Stück für Stück nacheinander aufgebaut, so dass es Sinn macht, Leuten, die jetzt sozusagen unserer Gruppe noch nicht angehören, die jetzt noch bei anderen lokalen Banken sind, Sie können gerne bei Ihrer lokalen Bank bleiben. Das ist gar nicht sozusagen die Motivation, eine andere Bank Ihnen ausreden zu wollen. Aber wenn Sie parallel vielleicht einfach so ein Zweitkonto oder für fortgeschrittene Leute so ein Drittkonto eröffnen, was Ihnen keine Gebühren kostet, wenn Sie einfach sagen, das ist vielleicht auch die Gelegenheit, mich mal online zu trauen, wenn Sie jetzt noch kein Online-Banking machen, ja, können Sie risikofrei, vor allem kostenfrei ausprobieren. Es kann sein, dass Sie hinterher sagen, gut, dass ich es gemacht habe, aber es ist nicht so mein Ding. Es kann aber auch sein, dass Sie so begeistert sind, dass Sie sich jeden Sonntag auf unsere E-Mail, auf unser Video freuen und einfach ihr Leben ein Stück smarter gestalten, im finanziellen Bereich natürlich. Vielen Dank dafür, dass Sie dieses zugegebenerweise etwas länger gewordene Video bis zu Ende geschaut haben. Ich freue mich auf Ihr Kommentar, auch auf Ihr Feedback. Bei YouTube ist es der Daumen nach oben. Bei unserem Artikel, das haben Sie eben gesehen, sind es diese 5-Sterne-Bewertung. Und dann bis nächsten Sonntag. Und da ist auch für Sie, ich weiß ja schon, was wir machen, da ist auch für Sie wieder was Spannendes vorbereitet.